Ja, hallo ihr Lieben, dies ist der Auftakt zu einer Mini-Videoserie zum Thema Alpaka-Fasern, und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr ein ungewaschenes Alpaka-Vlies wie dieses zu einer fertigen Puppenhaartresse verarbeiten könnt. Und in dem ersten Video zeige ich euch, wie ihr die Fasern bündelt und wascht. Im zweiten dann, wie ihr daraus eine Tresse anfertigen könnt, die man dann weiterverarbeiten kann zu einer Perücke. Und im dritten dann, wie ihr die färben könnt. Man kann diese Alpaka-Faser natürlich auch schon fertig gewaschen und gereinigt und gefärbt kaufen. Die sind allerdings wirklich wahnsinnig teuer. Deswegen ist dies hier wirklich die günstigere Variante und das ist auch gar nicht schwierig. Man muss nur einfach ein bisschen Zeit investieren. So, und wir starten damit, dass wir uns die Fasern sortieren und bündeln, und dazu verwende ich hier so Mini-Gummis. Die sind von meiner Tochter, daraus hat sie mal so Armbänder gemacht. Man kann aber auch einfach ein normales Garn nehmen und das umwickeln und festknoten. Die hier sind natürlich ein bisschen praktischer zu handhaben, aber mit Garn geht das Ganze auch. Genau, und wir starten damit, dass wir uns einfach die Fasern jetzt hier aussuchen und uns die so bündeln, dass die obere Schnittkante sozusagen aneinander liegt und die dann immer zu so kleinen Büscheln zusammenbinden. Genau, bindet die wirklich fest zusammen, damit die Fasern euch nicht beim Waschen später rausrutschen. So, das ist jetzt hier mein letzter Bund. Das hier ist Ausschuss, da kriege ich jetzt kein schönes Bündel mehr raus, deswegen kann ich das hier jetzt entsorgen. Und als nächstes waschen wir jetzt unsere Bündel, und dazu nehme ich euch mit in mein Badezimmer. So, und jetzt wasche ich diese Bündel hier Stück für Stück aus, also einzeln. Und zwar verwende ich dazu ein mildes Shampoo, also so ein Shampoo für empfindliches Haar. Man kann auch Wollwaschmittel natürlich nehmen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das Shampoo das besser reinigt tatsächlich und das auch trotzdem nicht verfilzt. Deswegen nehme ich Shampoo und ich spüle das jetzt einmal aus hier und seife das dann mit ein bisschen Shampoo gründlich ein. So, und jetzt spüle ich mir das aus. Und jetzt seht ihr schon, wie schmutzig diese Haare sind und wie viel Dreck da rauskommt. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ich schamponiere mir das nochmal ein und schaue jetzt, dass ich hier oben einmal mir den Strang teile und das auseinanderziehe, sodass mein Gummi ein Stück runterrutscht, sodass ich auch hier an der Stelle in die Fasern reinkomme und den Dreck rauskriege. Und ihr müsst beim Spülen wirklich richtig schön mit den Fingern in diese Fasern reingehen, um den Schmutz rauszukriegen. Und die natürliche Farbe der Fasern ist wirklich so ein Weiß mit so einem ganz zarten Gelbstich. Aber alles, was noch so gräulich ist, sind tatsächlich Verunreinigungen und das muss rausgewaschen werden. Genau, und schaut, dass ihr diese kleinen Pflanzenteile, manchmal auch so kleine Steinchen oder Erdklumpen, dass ihr die auch schon mit rauswascht, so gut es geht, und mit rauszieht unter fließendem Wasser. Was ihr nicht rauskriegt, wird dann beim nächsten Schritt entfernt, wenn wir die Haare ausbürsten. So, und zum Schluss teile ich den Strang unten nochmal und schiebe mir meinen Gummi wieder ein bisschen nach oben, damit ich hier möglichst schöne lange Fasern unterhalb habe. Zum Schluss kürzen wir das hier nochmal, um die alle auf einer Länge zu haben. Ja, jetzt ist meine Strähne hier gereinigt und jetzt lege ich mir die zur Seite und nehme mir die nächste vor und arbeite mich dann nach und nach durch meinen ganzen Stapel. So, und wenn ihr alle Strähnchen ausgewaschen habt, dann könnt ihr euch ein Handtuch ausbreiten und die da einfach drauflegen zum Trocknen. So, und jetzt lasse ich das Ganze 24 Stunden an der Luft durchtrocknen. Wenn das schneller gehen soll, könnt ihr das natürlich auch föhnen, die einzelnen Strähnen. Ja, jetzt sind meine Strähnen hier getrocknet. Und jetzt kommt der nächste Schritt, und das ist das Ausbürsten. Und dazu habe ich hier so eine Kinderbürste mit so Plastikborsten. Man kann auch so eine Naturhaarborstenbürste nehmen. Ja, und jetzt fange ich an, die auszubürsten, und das ist der Schritt, wo man tatsächlich am allervorsichtigsten sein muss, damit man nicht so viele Haare verliert. Und deswegen halte ich die hier richtig gut fest. Auch den oberen Teil kämme ich auf, und dazu entferne ich mir hier jetzt meine Gummis und kämme die durch, sodass die richtig schön fluffig werden und dass alle Verunreinigungen am Schluss entfernt sind. Ja, jetzt habe ich hier meine
durchgebürsteten Haare. Und jetzt kann ich die natürlich so weiterverarbeiten zu Tressen. Das ist dann so ein sehr natürlicher Look. Und ich kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen und das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt die nämlich noch richtig schön wieder glatt machen, indem ihr ein Glätteisen verwendet. Und zwar nehme ich mir die jetzt hier strähnchenweise vor. Und zum Schluss schneide ich mir die hier oben dann immer noch mal auf eine Länge ab. So, ja, jetzt habe ich meinen Alpaka geglättet und hier auf eine Länge geschnitten, sodass ich das im nächsten Schritt zu Tressen verarbeiten kann. Und wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video.